Hi zusammen, hier ist der Murat von Unbox Vision. Seit 2 Wochen habe ich das OnePlus 7 Pro als mein Daily Driver. Ich kann schon mal vorweg sagen, so ganz überzeugt bin ich da doch nicht. Wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, dann bleibt dran. Nach dem Intro geht's los. Das OnePlus 7 Pro ist nicht mehr das OnePlus, was wir bereits all die Jahre kannten. Minimalistisches Design, sehr gute Specs, Full HD Plus und ein attraktiver Preis. Das alles hat ein Ende, oder? Das OnePlus 7 Pro ist mutiert zu einem Hulk. Es ist mächtiger, es ist größer und zudem spielt es in der Schwergewichtsklasse. Satte 206 Gramm mit einem 6,67 Zoll OLED Quad HD Plus Display mit einem besonderen Feature und das sind die 90 Hertz. Es ist ein tolles Display, wahrscheinlich das schönste am Gerät überhaupt. Die 90 Hertz, hätte es mir keiner gesagt, wäre ich wahrscheinlich nie drauf gekommen, dass es 90 Hertz hat. Wenn man es weiß, dann achtet man natürlich drauf und siehe da, es ist smooth. Und es hat vorne eine besondere Eigenschaft verloren, nämlich die Notch. Die gibt es nicht mehr. Wir haben hier ein Fullscreen-Display. Zudem berichten einige YouTuber-Kollegen, dass die Edges beim OnePlus 7 Pro sehr dezent wirken. Dies kann ich nicht bestätigen. Die Edges sind meiner Meinung nach zu stark gebogen. Die finde ich beim P30 Pro oder S10 dezenter. Die Verarbeitung ist OnePlus typisch wie immer hervorragend. Im Inneren des OnePlus 7 Pro schnurrt der Snapdragon 855. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber irgendwie kommt es mir so vor, dass der Snapdragon 855 sich nur im OnePlus 7 Pro wohlfühlt. Es ist mega smooth und super schnell. In meinem Fall habe ich die Version mit 12 GB RAM und 256 GB Speicher. Apps öffnen sich zügig und ja, beim Gaming will ich erst gar nicht anfangen. Dazu gibt es einen Fnatic Mode, worin ihr beim Spielen mehr Power bekommt und zudem werdet ihr nicht von Benachrichtigungen gestört. Meiner Meinung nach ist dieses Fnatic Mode sinnlos. Eigentlich mehr Werbung, aber das ist meine Meinung. Zum Entsperren gibt es 2 Methoden, einmal das übliche Face Unlock und der Fingerabdrucksensor unter dem Display, der um Weiten viel besser geworden ist als die 6T Modelle. Kommen wir zu der Kamera und das ist ein Bereich, was ich niemals verstehen werde. Und zwar die DxO Mark. Sie haben es getestet, sie haben es bekannt gegeben, 111 Punkte für das OnePlus 7 Pro. Nur ein Punkt hinter dem P30 Pro von Huawei. Jetzt fragt man sich, ist es eine geile Cam? Eben nicht. OnePlus verbaut hinten 3 Linsen. Das ist für OnePlus neu, aber leider nicht gut umgesetzt. Wir haben einmal einen 48 Megapixel Sony IMX586 Sensor, der heutzutage fast in jedem Smartphone steckt, dazu eine Telelinse mit 16 Megapixel und ein Weitwinkel von 12 Megapixel. Weitwinkel ist Schrott, sorry wenn ich das sage, aber es ist einfach nicht gut genug. Da ist die Weitwinkelkamera sogar vom Mi 9 besser. Ansonsten muss ich sagen, dass die Kamera okay ist. Bei durchaus gutem Lichtverhältnis macht das OnePlus 7 Pro gute Bilder. Den Nachtmodus kann man vergessen, es ist leider nicht auf dem Niveau eines P30 Pro oder Pixel 3. Zu der Frontkamera. Frontkamera? Moment mal, hier vorne ist doch überhaupt gar keine Kamera zu sehen. Ja, so ist das auch, denn die Kamera ist versteckt. Wir haben nämlich eine herausfahrbare Kamera. Zack, hier ist es. Wunderschön und sehr minimalistisch gehalten. Alles in allem ist die Kamera gegenüber dem OnePlus 6T eine deutliche Verbesserung, aber sie ist eben nicht perfekt. Und 111 Punkte ist es leider nicht in meinen Augen. Kommen wir zum Akku und hier verbaut OnePlus 4000 mAh und der trotz des 90 Hertz ist es ganz okay. Ein Screen-On-Time von ca. 4 bis 4,5 Stunden, falls ihr aber die 90 Hertz auf 60 Hertz runterschraubt, dann erreicht man sogar bis zu 5,5 Stunden. Diesmal verbaut OnePlus zum ersten Mal Stereo-Lautsprecher mit Dolby Atmos. Ich muss sagen, sie klingen super, aber leider nicht so super wie ein iPhone XS oder ein Galaxy S10. Aber es ist die richtige Richtung, OnePlus. Fazit: Ab 709 € kann man sich das OnePlus 7 Pro kaufen. Nun, empfehle ich es? Naja, eher ein Jein. Der Preis ist leider etwas zu hoch. Okay, es gibt natürlich andere Hersteller, die um Weiten teurer sind, wie zum Beispiel das P30 Pro.
Da muss ich ehrlich zugeben, dass ich sogar das OnePlus 7 Pro euch eher empfehle. Das P30 Pro hat nur 3 Features: Wireless Charging, die Kamera und Akku. Alles andere ist uninteressant. Nur ein Full HD Plus Display, kein Stereo-Lautsprecher und so weiter. So, jetzt ist das OnePlus 7 Pro natürlich besser. Aber ich finde, man sollte sich lieber das OnePlus 7 anschauen, denn es ist zum einen viel günstiger, wir reden hier von 559 €, und zudem hat es genauso viel Features und Power. 2 Kritikpunkte hat es aber. Es ist das gleiche Design wie das 6T, jedoch aber mit Upgrade. Stellt euch einfach die Entwicklung vom iPhone X zum iPhone XS vor, also die S-Reihe mit Verbesserung. Der zweite Kritikpunkt ist das Display und leider nur Full HD Plus. Zudem ist es aber sehr handlich und viel leichter. Ich finde, wenn jemand ein OnePlus haben möchte, dann sollte der oder diejenige zum normalen 7er greifen. Das soll es von mir gewesen sein. Ich hoffe, das Fast Review zum OnePlus 7 Pro hat euch gefallen. Ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.